Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Intro-Video. Heute mal zu einem Basic-Video nach langer Zeit. Denn ich bekomme von euch immer mehr Zuschriften, wo es heißt, jetzt habe ich meinen ersten Film zerschossen. Was mache ich denn jetzt damit eigentlich? Was sage ich dem Labor? Was sollen die tun? Die Frage scheint erstmal sehr simpel zu sein, aber ich kenne das Problem. Wenn du das erste Mal da stehst und weißt überhaupt nicht, was du tun sollst, hast du einen analogen Film in der Hand und sollst den jetzt zum Entwickeln geben. Du möchtest ja auch vernünftige Abzüge haben hinterher oder vernünftige Ergebnisse in der Hand halten. Und da verstehe ich die Frage schon sehr gut und ich kenne es noch genau, als ich damals da mit meinem allerersten Film gestanden habe. Da brauchte ich auch Hilfe aus dem Internet, um das richtig zu machen. Das gehen wir jetzt gemeinsam durch und am Ende kommt das Video in die Basic Playlist. Das Ganze verlinke ich hier oben und unten in die Videobeschreibung. Schau dir das Ganze an, wenn du Einsteiger bist. Der erste Tipp von mir ist auf jeden Fall, wenn du deinen allerersten Film zur Entwicklung bringst, dann verzichte auf ein teures Labor. Denn die ersten Ergebnisse werden in der Regel nicht ganz so, wie du das dir vorstellst, weil du erstmal die Kamera kennenlernen musst, du musst erstmal umgehen lernen mit dieser analogen Technik und da gleich so viel in die Entwicklung auszugeben, ich würde es nicht machen. Was ich dir empfehle ist, geh zur Drogerie deines Vertrauens. Da gibt es einmal DM, da gibt es Rossmann. Ich persönlich mache das heute noch für die Vlogs. Ganz einfach, weil es sehr günstig ist. Und momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich damit sehr zufrieden. Und dann gehst du durch den Laden und dann stehst du plötzlich vor dem Pult, wo diese Fototaschen stehen. Die sehen dann in der Regel so aus. Ich kann die jetzt hier mal schön in die Kamera halten, denn die Adresse, die stimmt nicht mehr. Da wohne ich nicht mehr. Und dann sieht das Ganze so aus. Für den Fall, dass du einen Diafilm crossen lassen möchtest. Das heißt, du lässt einen Diafilm so entwickeln, als wäre es ein ganz normaler Film mit C41. Ganz am Anfang, als ich selber noch unsicher war, habe ich extra Zettel gebastelt. Und dann habe ich da drunter geschrieben, bitte Cross-Entwicklung und habe das 5-mal unterschrieben, damit es auch bloß keiner übersieht. Kann man machen, bringt auch in der Regel was. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Ich schreibe es einfach wirklich auf die Tüte und ich habe bis jetzt noch nie falsche Ergebnisse bekommen. Ihr habt da unten immer dieses Feld, wo steht Sonstiges. Das kreuze ich an und dann steht da keine Abzüge, weil ich in diesem Fall keine Abzüge haben möchte. Wenn du welche haben möchtest, dann lässt du das einfach sein und schreibst da irgendwie Cross-Entwicklung zum Beispiel hin. Ich für meinen Fall möchte keine Abzüge haben, weil ich die Fotos selber einscanne, dementsprechend brauche ich nur die Negative und dann schreibe ich da unten rein Cross-Entwicklung und keine Abzüge. Wenn du jetzt doch Abzüge haben willst, dann schreibst du da natürlich einfach nur rein Cross-Entwicklung. Ja? Und ansonsten kannst du da alles reinschreiben. Bei Diafilmen solltest du aber schon reinschreiben, dass du keine Abzüge haben möchtest, weil sonst kriegst du nämlich die Dias gerahmt. Und das möchtest du vielleicht gar nicht. Dementsprechend musst du bei Diafilmen reinschreiben, dass du keine Abzüge haben möchtest, sondern nur die Negative. Wenn du selber nicht scannen möchtest, da klebt jetzt leider ein Aufkleber drauf, gibt es hier Archiv-CD, das ist so ein Ausfüllfeld. Da machst du einfach ein Kreuz hin und dann brauchst du nicht selber scannen, sondern kriegst dabei eine CD. Ansonsten erschlägt dieser Inhalt der Tüte doch extrem und das ist gar nicht notwendig, weil wirklich du brauchst eigentlich nur unten dieses sonstiges Feld. Was ich noch mache ist, ich gehe tatsächlich in den Innenbereich. Das heißt, ich schreibe mir hier oben meistens noch hin, welchen Film ich benutzt habe. Weil wenn ich so 10 Filme abgebe, dann weiß ich gar nicht mehr, in welcher Tüte ich welchen Film gepackt habe und manchmal schreibe ich mir da auch noch hin, welche Kamera ich genutzt habe, weil auch das weiß ich vielleicht manchmal gar nicht nach einem längeren Urlaub oder so. Also das wäre noch etwas, was ich mir hier hinschreibe. Und ich schreibe hier nochmal fett Cross-Entwicklung drauf und unterstreiche das und schreibe auch nochmal Danke hin und so. Wenn du hier wirklich was draufschreibst, was den Mitarbeiter verunsichert, bevor er das Ding dann einfach in die Maschine jagt, kriegst du einen Zettel hier rein, das Ding geht zurück ohne Entwicklung und dann steht da einfach nochmal drauf, was meinten Sie, was wollen Sie wirklich das? Und dann hast du nochmal die Möglichkeit dazu Stellung zu beziehen, das Ding wieder einzutöten und dann zack, nochmal ins Labor. Du siehst, das Ganze ist gar nicht so schwierig, man muss gar nicht so viel beachten. Das war ein kleines Video, was oft angefragt wurde. Ich packe es jetzt mit in die Playlist rein und schau dir die anderen Einsteiger-Videos nochmal an. Wenn dir das Ganze gefallen hat und weitergeholfen hat, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, teilt dieses Video und alle anderen Videos auf euren sozialen Plattformen. Das würde mir sehr helfen. Ich danke euch dafür. Hast du noch Fragen zu dem Thema? Lass es mich wissen in den Kommentaren, dann antworte ich darauf. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Bis dahin, alles Gute. Ciao.